This is the mother, this piece of continent. Think of the wealth it has. In diesem Video verbringen wir 48 Stunden an einem der südlichsten Orte Afrikas, inmitten dieser einzigartigen Natur. Like these species of flowers, if you've walked around here, it's the floral kingdom of the world, you know that? Neben den ganzen typischen Hotspots, dem Leuchtturm, dem Pinguin, zeigen wir dir auch ein bisschen mehr über die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt hier. Und was für unseren Local-Freund diese Region ausmacht. What? The most terrifying animal on the planet. Und hier rechts neben uns der Atlantische Ozean. Vom Host wurde uns dieser Strand empfohlen, also checken wir den mal aus. Wow. Das ist unsere Unterkunft für die nächsten 2 Nächte. You're free, Uncle. You're free. Das letzte Dreivierteljahr haben wir hier fast gar nichts gepostet. Das hat auch einen Grund, denn die letzten 5 Jahre sind Lea und ich zusammen, die letzten 4 Jahre sind wir auf Reisen. Wie ihr uns als Reisepaar wahrgenommen hat, gehört eben neben dem Reisen auch das Paarsein dazu. Und wenige, die dieses Leben auch leben oder die Leute, die es leben, können eben verstehen, wie viel Energie einfach auch für diesen Lebensstandard drauf geht, wenn du dir überlegst, dass du ständig Flüge guckst und Unterkünfte und Abenteuer und so weiter. Und das Paarsein geht eben schnell dabei verloren. Das merken vielleicht viele, die als Paar reisen. Und das letzte Dreivierteljahr haben wir uns einfach von YouTube zurückgezogen, um uns mehr auf das Paarsein zu konzentrieren. Und ja, einige, die uns privat verfolgt haben, wissen, dass wir die letzten 3 Monate in Windhoek eben mit meiner Stiftung total viel Entwicklungsarbeit gemacht haben. Jetzt mussten wir das Land verlassen, ganz kurzfristig, und haben ja am wunderschönsten Ort für uns auf der Welt oder einen der wunderschönsten Orte in Kapstadt so eine 5 Wochen Auszeit genommen, wo wir einfach uns noch mehr auf uns fokussieren und voneinander lernen und mehr zueinander finden und zusammenwachsen. Und jetzt ist so der erste Punkt, wo wir jetzt auch mal gefühlt haben, wieder das aufzunehmen, denn wir machen jetzt einen kleinen Roadtrip, habe jetzt das Auto abgeholt und erkunden die Cape Peninsula, wo wir selber noch nicht so viel Zeit verbracht haben, trotz dessen wir schon bestimmt 12 Wochen insgesamt hier in Cape Town gewesen sind. Und dann nehmen wir dich mit und zeigen dir mal viele wunderschöne versteckte Orte von diesem wunderschönen Ort dieser Erde. Ich bin hier mal allein im Auto, denn ich habe das gerade abgeholt, während Lea noch im Fitnessstudio ist, habe uns noch was zu essen besorgt für die Reise jetzt. Wir haben direkt eine portugiesische Bäckerei und einen libanesischen Bäcker sonst. Das heißt, es gibt Falafel zum Mittagessen. Dann habe ich uns noch 2 Mental Health Getränke hier besorgt und werde jetzt Lea vom Fitnessstudio abholen und wir werden die 1 Stunde Richtung Süden fahren. Viel Spaß mit diesen Bewegtbildaufnahmen. Um zum Cape Point zu kommen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder hier über den Boys Drive bei Muizenberg am False Bay entlang oder man fährt den Chapman's Peak Drive bei Hood Bay und dann Richtung Süden. Hier ist gerade absolut Pavianhausen auf der Straße. So viele und wie die kleinen Ganze Babys. Familie mit Babys. Oh, die hat ihr Baby unterm Bauch, oh mein Gott. Auf der Halbinsel leben Hunderte von Pavianen. Sie leben in Troops, die aus 20 bis 200 Tieren bestehen können und befinden sich überall um die Dörfer und Berge im National Park vom Tafelberg. Grundsätzlich interessieren sich die Paviane nicht sonderlich für uns, aber dafür umso mehr für unser Essen. Um diese frechen Opportunisten nicht anzulocken oder zu provozieren, wird deshalb hier überall empfohlen, Lebensmittel oder ähnliches bloß nicht rumliegen zu lassen, sondern wirklich immer wegzuschließen. Hallo? Karl? Wir sind bei unserer neuen Unterkunft gerade angekommen, ist aber noch niemand da, deswegen warten wir hier. Aber es ist einfach so ein riesen Gelände, wo einfach schweinefrei rumlaufen. Da kommt gerade eins auf uns zu. Morning. Auf diesem paradiesischen Stück Land lebt unser Gastgeber Karl bereits seit Jahrzehnten. Er ist in Südafrika geboren und seine Liebe zu dem Ort ist so berührend. What do you think this place on Earth is so special? What makes it special for you, like down here at the Cape? This is the mother, this piece of continent. Think of the wealth it has that has been taken from it. And right here where we are is the navel chakra. So it's the most important, it's your core, you know. It's very, very harsh. So it really lets you know the elements of nature. You can feel it. If you have to live here through a whole year cycle, you hear it, look at this beautiful night still and amazing. But watch here, you come here in the middle of June, July, when it's called the Cape of Storms, and you see what's happening. The rain's coming sideways, you know. It's incredible. And the pureness of it.
So I don't know if you know this, the air over here on the South African peninsula and the Argentinian peninsula is two of the most purest airs in the world because they got no significant land mass for them to come across. So like these species of flowers, if you've walked around here, it's the floral kingdom of the world, you know that, the Cape Peninsula. And it's all fynbos, they're all very, very small. Fyn means very, very small. But there's like, for example, there's 1,860 plus minus endemic species of plants. That means only found here in the world. People go, well, 1,860, well, what is that in relation to something like that? But the United Kingdom, the whole of England, has 16 endemic species. So you can imagine, that's why just this peninsula. So living in an area where that is so pure in a world we live in now is like, for me, is like, it's priceless, it's amazing, it's like such a blessing. That's why I see it as heaven, you know? Das ist unsere Unterkunft für die nächsten 2 Nächte. Ganz kleiner Wagen, umgebaut, einfach nur mit einem Bett. Eigentlich ist es das schon. Das ist unsere Aussicht. Yeah, wir sind hier mitten im Naturschutzgebiet. Keine Feuer hier erlaubt, aber dementsprechend halt ultra schön. Also um uns herum sind alles Büsche und er hat auch den Teich angelegt und vorne dieses Teehaus ist halt übertrieben viel Leidenschaft, die in diesem Grundstück steckt. Vom Host wurde uns dieser Strand empfohlen, also checken wir den mal aus. Nur wenige Meter neben dem Eingang des Nationalparks gelegen. Und das sind jetzt so 20 Minuten Hike darunter, letzte Liste. 20 Minuten Hike darunter? Wir haben es jetzt nach unten zum Beach geschafft und jetzt springen wir ins kühle Nass. Ein sehr süßer kleiner Ort hier an dem Strand. Ich weiß immer noch nicht, wie die Leute hier ihre Häuser gebaut haben, denn ich habe noch keine Zufahrtsstraße gesehen. It's so beautiful, diese großen Steine auf diesem weißen Strand. Ins Wasser zu springen ist immer so ein geiler Einstieg in einen neuen Ort, neues Abenteuer, weil das erdet. Und dann ist man angekommen und fresh. Und what up? Oh, hey. We have some dinner now. Wir waren bei Woolworths Food. Das ist richtig nice, weil es da wirklich viele nice vegane, fertige Sachen auch gibt. Hummus, noch mehr Hummus. Das leckerste überhaupt, was ich einfach nicht aussprechen kann. Besuch. Wir haben jetzt auch recherchiert, was wir morgen so ein bisschen machen an der Peninsula, wenn wir in den Nationalpark reinfahren. Was ist der Plan? Auf was freust du dich am meisten? Aufs Lighthouse. Why? Aber weil das, glaube ich, super episch aussieht. Also zumindest stelle ich mir das so vor und denke das anhand der Bilder, die ich gesehen habe. Vielleicht ist es natürlich auch nicht so cool, aber ich glaube, es ist ziemlich cool, weil das so cool am Fels gebaut ist, an so einer, wie nennt man das? Klippe? Klippe! And which animals are you excited of? Oh, es gibt die größte Antilope der Welt dort. Mal sehen, ob wir ob wir so glücklich sind, dass wir sie sehen können. Also so viel Glück haben. Ich freue mich auf die Tidal Pools zum Schluss. I like to go in the water. Wir nehmen das hier auch gerade, by the way, auf dieser Toilettenpapierrolle auf als Stütze. Wir haben eine Compost-Toilette. Die checke ich jetzt mal für die Internet-Community. Weißt du, wenn man eine Glatze hat und sich das Gesicht waschen will, ne? Dann fragt man sich oft, wo fängt die Stirn an und wo hört sie auf. Also es wird jetzt abends auch übertrieben kalt hier, das merke ich eben auch in der Glatze und deswegen ist so eine Mütze echt richtig schön. Und seit wir in Namibia jetzt 3 Monate waren und dass das sehr normal ist, dass man solche Schlafmützen hat als Frau, einfach wegen den Haaren, hat sich Lea da jetzt auch wieder eine gekauft. Das sieht auch sehr adrett aus. Ja, ich vorher schon. Ja, sieht schön aus. Ja, ist gut für meine Haare. Haben Sie kein Verständnis für Herr Glatzmann, ne? Sie hatte... Also ich dachte, wir melden uns morgen erst wieder, Sekunde. Aber wir melden uns nochmal zurück hier aus unserem Camper. Denn wir haben eine kleine Echse hier im Zimmer. Sie hat sich gerade hier hinter diesem Bild versteckt. Gar nichts dabei, aber haben wir beide leider keine Lust, dass sie uns dann so in die Nase reinkriecht, so beim Schlafen. Ja, aber einfach die hat sich ja auch nur hier drin verlaufen. Die weiß auch gar nicht, was hier los ist. Ja, wissen ja alle nicht, was hier los ist. So, let's try this. Die Strategie ist es jetzt, dieses Bild abzunehmen mit beiden Händen. Ich werde im gleichen Moment diese Tupperdose auf sie dann drauf stülpen. Das Bild geht gar nicht weg.
nein, jetzt ist hier runtergefallen. Da. Da ist die kleine Maus. Hier. Komm für Selfie. Nein, komm, lass dich schnell in die Freiheit. Okay. You're free, Uncle. You're free. Hier im Western Cape wächst total viel Rooibusch und deswegen gibt es entsprechend viel Rooibusch-Tee. Also es gibt 3 RVs hier auf der Property und unsere Nachbarn haben gerade erzählt, die waren gestern bei dem Nationalpark und bei dem Leuchtturm. Das soll der touristischste Ort in ganz Südafrika sein, haben jetzt die Garnwood gemacht und das gucken wir uns trotzdem noch mal an, denn Die Google-Bewertungen sind fantastisch. Außerdem will ich das sehen. Zahlung ist hier in Südafrika auch überhaupt gar kein Problem. Wirklich Überall. in jedem kleinsten Ort kann man die mit Karte zahlen. Oft wird, Stand. ja, oft wird Cash auch gar nicht akzeptiert. Alright, wir sind gerade angekommen hier am Cape Point, wo der Leuchtturm ist. Und es ist unglaublich viel Parkplatzfläche hier, aber jetzt um 8 ist natürlich ein geiler Vorteil, dass fast gar keiner da ist. Wir machen jetzt einen kleinen Hike hoch zum Leuchtturm und schauen uns das mal an. Man kann natürlich auch, wenn man sich zum Beispiel einen Zeh verstaucht hat, die Cable Car nehmen, aber die fährt aktuell nicht. Also muss man mit verstauchtem Zeh laufen. Ja. Ich kenne diesen menschlichen Schmerz, wenn der Tisch oder der Nachttisch einfach so ungünstig platziert ist, dass man mit dem kleinen Zeh da hängen bleibt. Ja, das ist leer passiert und der ist jetzt einfach seit 6 Tagen schon blau. Also das wird in der Beschreibung als Hike bezeichnet. Ich würde es jetzt aber auch eher als Spaziergang mit leichten Anstieg bezeichnen. Auf den Dienstag, ne? Ist Dienstag, oder? Ja. Dienstag morgens um 8 hier. Nix los. Niemand. Morning. Oh. Made it to the Leuchtturm. Hier ist almost. Ein paar Treppen hast du noch verschmiert. So wie ich es verstanden habe, ist dieser Leuchtturm seit 1860 hier, aber viel zu hoch gebaut worden. Ich glaube 240 Meter über Seelevel. Und dann ist es halt so, dass diese kleinen Boote den gar nicht gesehen haben. Und gerade wenn es auch wolkig war davor, dann hat er einfach seine Funktion nicht wirklich erfüllt. Deswegen wurde der dann ersetzt. Wow, was hast du denn da gefunden? Ich habe einen veganen Snack gefunden, den ich jetzt ausprobieren möchte, weil ich so neugierig bin. Vegan Nut and Date Oat irgendwas Cookie. Oat Milk and Almond Milk is available. Vielleicht erinnerst du dich an das Video, was wir aus dem Krügerpark gemacht haben. Kruger. Da ist ja auch Da ist ja auch überall wirklich ein wunderbares Café mit Plant Milk und alles. Also das ist wirklich so Card Payments und überall Pflanzenmilch haben. Das ist echt so ein Südafrika-Ding, das haben die drauf. Richtig geil. Lieben wir. Das Krasse ist, dass es ja immer noch Cape Town ist. Also das meiste findet ja natürlich in dem Stadtzentrum, in diesem winzig kleinen Stadtzentrum der Stadt. Aber Cape Town ist eigentlich total groß und es ist einfach nur so eine Stunde, 1,5 Fahrt. Ja. Und du bist an so vielen unglaublich schönen Orten. Also man kann auch, ohne jetzt das halbe Land einmal mit Roadtrip zu durchqueren, sondern kann man einfach so viele Tagestrips einfach von Cape Town aus machen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Hier wird es einem einfach nicht langweilig, ne? Wie viel Uhr haben wir jetzt? Mein Handy ist aus, kannst du leider nicht sagen. Oh. Es ist jetzt 10:13 Uhr und es wird langsam voll auf dem Parkplatz. Immer noch chillig. Wir brechen jetzt auf für unseren kleinen Hike. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. Also wie schön ist dieser Pfad einfach vom Parkplatz hier rüber. Das Holz direkt an den Klippen lang durch das Gras. So beautiful, da dieser weiße Strand. Jesus Christ. That's our planet, ne? Um es an dieser Stelle einmal klarzustellen, das hier ist nicht der südlichste Punkt von Afrika. Hier fließen nicht Indischer und Atlantischer Ozean ineinander. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist Wasser und letztendlich sind alle Kontinente umgeben von Wasser und alles ist eins. I can see the world from up here. Wir reisen oft an so entfernte Orte und investieren dafür so viel Mühe und Zeit. Und dann angekommen realisieren wir oft, dass es nicht der Anblick des Ortes an sich ist, der uns einfängt,
sondern das Gefühl, das wir fühlen in diesem Moment. In die Stimmung, in die wir kommen dabei. Und für dieses Gefühl kannst du bis ans andere Ende der Welt reisen, aber das kannst du auch bei dir zu Hause im Wald spüren. Weißt du, wenn der Brustkorb so wahr wird und es anfängt zu kribbeln, das fühle ich gerade. Einfach dankbar dafür, wohin uns das Leben treibt. What? Einfach ein Ostrich. Und die. How crazy is that? The most terrifying animal on the planet. Wir laufen so gerade zurück zum Auto und denken uns auch, wir melden uns gleich vor Pool wieder so, nice cut und dann BAM! Diese Ostrich. Also ich bin nicht sicher, ob ich mehr vom Strauß Angst habe, als wenn ich jetzt einem Löwen begegnen würde. Bin mir nicht sicher. Hendrik. Ostrich. Wir haben jetzt hier so 2 Vegan Ice Creams geholt. Die gibt es eigentlich auch überall an jeder Ecke in Südafrika. Aber nicht immer alle Sorten. Und heute haben wir die beiden gefunden, die ich unbedingt probieren wollte. Pineapple Coconut und Strawberry Blueberry. Now it's 12 o'clock und es ist Zeit zu gehen. Langsam wird es auch voll, weil die ganzen Reisebusse ankommen. Also ist es einfach zu empfehlen, vor Mittag zu kommen. Ja, that's all. Nehmen wir gerade so eine kleine Nebenstraße und finden in den Eland die größte Antilope der Welt. Ich dachte auch erst, das wäre eine Kuh, ne? Rind. Die sieht richtig massiv aus. I feel blessed to be of Africa, of origins of here. Although I've got, obviously it's my fair here, I'm from the West, you know. But I feel like I'm an African. I was born here, you know. I mean, there's no two ways to me. I'm not an African, you know. If any man says to me, whether he's black or white, says to me that I'm a white African, then I get cross with him. I stand straight away like, you being racist or what? Yeah, I'm an African man, bro. Yeah. Wir machen hier gerade einen Spaziergang über das Anwesen und sehen einfach die süßesten 2 Schweine. Und das kleine Ferkel sieht einfach aus, als wäre es vor ungefähr 4 Minuten erst geschlüpft. Also es ist ja wirklich wie ein himmlisches Paradies. So viele alien-looking plants, die sind ja einfach alle auf einem Fleck. Und ich bin einfach nur so, weil das einfach alles so wunderschön ist, so geometrisch und so. Ja, das catcht mich einfach. It's really beautiful. Also selbst wenn du hier nicht wohnen willst, du kannst hier freitags bis sonntags zu den geöffneten Restaurantzeiten quasi einmal einkehren und dann diesen Ort bestaunen. Es ist wirklich unglaublich, weil ich jedes Mal jetzt sage, okay, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt gehe ich gerade zurück und dann entdecke ich wieder eine neue Pflanze und bleibe auch wieder da stehen so. Always have people here. You'll see how busy it is on the weekend. You're not here on the weekend. 500-600 people a day, up to 800 on a Sunday, you know. Why do you think that is? Well, I think because people know the space. Nothing's perfect here, you know, but they feel that they've touched the earth, you know. And we in our modern world, which is so busy, we lose that touch of earth. Ein weiterer beliebter Stopp hier bei dem Halbinselausflug ist Simonstown. Besonders wegen dem Boulders Beach, der berühmten Pinguinkolonie hier. Eigentlich nur deswegen. Wir vergleichen jetzt 3 Orte für dich, um die Pinguine zu sehen. Aber zuerst haben wir dir natürlich noch einige Restaurantempfehlungen. Vegan ones. Wunderbar. Ganz wunderbar. Jetzt sind wir hier im Whole Earth Café und genießen unser Vegan Breakfast. Das hier ist einfach ein Mischmasch aus verschiedenen lokalen Mushrooms und auch so ein Zucchini-Kette. Oh. Thank you. Ja, ich musste diese Flapjacks einfach noch dazu bestellen aus Banana and Chia Seeds. Oh Lord. Hendrik hat gedacht, wir essen einfach mal für 3. Wir sind gerade im Blended. Gerade ist schon so überfordert, weil es so unendlich viele tolle Sachen gibt. This one, we go with this one. Hier gibt es auch echt gutes veganes Frühstück und Sweets und Lunch und alles. Also It's unbelievable, wie viele Sachen hier drin sind. Medizinische Mushrooms sogar, Blueberry. Nachdem die anderen beiden Restaurants so geil schon waren, hätte ich nicht gedacht, dass, oh Lord, das jetzt so mit auf den ersten Platz kommt. Aber es war einfach nur ein Brett. Jetzt aber endlich zu den Pinguinen.
Im Grunde gibt es hier 3 Optionen, die Brillenpinguine in Afrika hier zu sehen. Einmal der Boulders Beach, der sich im Grunde in 2 Optionen aufteilt. Und zwar den Park und den Middle Beach, der im Grunde nur ein anderer Eingang ist. Und der Betty's Bay. Aber welche sind jetzt die beste Option? Im Park des Boulders Beach könnt ihr definitiv die meisten Pinguine sehen. Der ganze Strand ist voll. Es ist eine unglaublich schöne Szenerie. Und wir konnten hier sogar Babys entdecken. Am Middle Beach kannst du den Pinguinen auf jeden Fall am nächsten kommen, denn hier kannst du ganz entspannten Beachtag verbringen, während die Pinguine sich einfach neben dir sonnen. Wir haben direkt eine Kanzelsfamilie. Ja, waren 3 Pinguine auf dem Frame. Auch hier gilt natürlich wie bei allen Wildtieren nicht anfassen. Allerdings kann es hier natürlich sein, dass Pinguine einfach ganz andere Tagespläne haben als du und gar nicht vor Ort sind. Der Strand lohnt sich definitiv, aber so oder so. Ist wirklich ein wunderschöner Strand und ja, kann ich empfehlen. Wir empfehlen dir, so früh wie möglich zu kommen, also wirklich bei Sonnenaufgang, weil dann hast du den Strand auch für dich. So ab 11, 12 merkst du, dass es wirklich auch keine Fläche mehr da ist, so, um dich hinzulegen. Ansonsten, wenn der Strand voll ist, wird da auch einfach niemand mehr reingelassen. Ja. Finally, Option 3, Betty's Bay. Auch nur 1 Stunde von Cape Town entfernt. Nicht ganz so beliebt oder bekannt und dadurch auch einfach nicht so überlaufen. Der Eintritt hier ist for free und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel sowieso die Garden Route fährst, einfach hier einen kleinen Stopp zu machen. Dieser Spot ist auf jeden Fall der entspannteste, da hier wirklich nur wenige Besucher landen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn du definitiv Pinguine sehen willst, richtig viele davon sehen willst, eine wunderschöne Szenerie haben willst, dann ist der Boulders Beach Park deine Option. Wenn du zusätzlich einfach einen schönen Strandtag machen willst und möglichst nah ran willst, dann natürlich der Middle Beach. Und wenn du gar keinen Bock auf Menschen hast, deine Ruhe haben willst, gar keinen Eintritt haben willst, dann gehst du zum Betty's Bay. Kleine Anmerkung noch, falls du gerne Fotos machst, ist auf jeden Fall der Boulders Beach die bessere Option. Betty's Bay ist von der Szenerie, von der Fotogenigkeit weniger optimal. Tschüss. Nach mittlerweile fast 4 Jahren Weltreise verinnerlichen wir immer mehr, wie wichtig es ist, unsere eigene Meinung zu bilden über Orte, die von anderen vielleicht als entweder zu überlaufen oder so paradiesisch wahrgenommen werden. Wir haben zum Beispiel vorher Meinungen bekommen, sowohl über den Boulders Beach als auch über den Cape of Good Hope, dass beides super touristisch und überlaufen und im Grunde nicht lohnenswert ist. Ja. Aber fanden wir ja gar nicht. Ja, wir haben es geliebt. Ja, guck mal, es gibt 8 Milliarden Perspektiven auf der Erde und deine ist halt einfach einzigartig. Deswegen unser Tipp einfach nochmal oder Reminder, erfahr die Sachen selber, bild dir deine eigene Meinung und ja, lass dich nicht abhalten oder lenken von der Meinung anderer, weil die Erfahrungen sind immer so unterschiedlich. Und wenn es sich nicht gelohnt hätte, dann hätten wir zumindest die Erfahrung gehabt, ne? Und hätten einen Haken dran gemacht. Ja, that's true. Wisdom. Also hab Spaß da draußen, weil niemand kann dein Leben so leben, wie du es lebst. Danke für deine Zeit. Und hier haben wir noch 2 Videos verlinkt, die du vielleicht auch magst. Tschüss. Bye. May I ask, what do you think is the most important thing in life? The most important thing in life for me is easy. It's like follow your heart. And follow your heart means that, man. It sounds crazy, but it's like, that's the problem in the world today, is like, modern man makes his decisions based on his mind. You know what I mean? And your mind and your heart are always conflicting. If you base your decisions on your heart, it'll easily surpass your mind, because your heart can tell you the truth straight away to your mind. Yeah, bro, catch a wake up, you know? When you do things with your mind, you don't sleep at night. When you do things with your heart, you go to bed easy at night.